alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Aufstellen! Sie haben noch immer krank, oder? Nein, hat sich gestern beim Laufen Kreuzverriss. Wo haben Sie beim Laufen Kreuzverriss? Gelaufen? Ja, Beine schließen! Kommt nicht danach besser. Was? Weiterlaufen! Einmal, let's go! Die Musik lassen. Weiterlaufen, die laufen noch gar nicht. Ja, Leute, schön vorwärts kreisen. Nochmal, wo sind wir? Im Nippon. Was für ein T-Shirt hast du an? Basic. Multikulti, was soll ich sagen? Rückwärts kreisen! Einmal rückwärts kreisen. Ist schon okay. Wir sind nicht so rassistisch hier in Österreich. Obwohl es alle denken, aber es geht. Dann zusätzlich noch eine Technik und dann Positionssparring. Dann Massage, genau. Rückwärtskreise. Hast du zwei neue Schüler? Das ist so ein Ball. Auf und zu. Einen aus Ried und einen aus Grozny. Die tauchen immer wieder auf. Die sind eher die Problemschüler, weißt du? Der von Ried und den Tschetschener. Hey! Knie zur Brust mitnehmen. Hey! So. Einmal Jungs, was ist da für ein Stauherst? Wahnsinn. Glaubst du, bist du ein guter Trainer? Ich weiß nicht. Manchmal habe ich mich nicht unter Kontrolle, Alter. Da kommt alles raus. Weiter, weiter. Aber mach jetzt was, du machst gar nichts, Alter. Mach's langsam, warum bist du tschak, tschak, tschak. Position! Position! Ruhe, was ist? Was brauchst du wieder für eine Ewigkeit? Hört er eh nicht so? Wie oft hat er eure Gefühle heute verletzt? Ja, wir haben gar keine mehr. Glaubst du, bist du ein strengerer Trainer als ich? 100%ig, Mann. Ich bin urnett immer zu euch. Du bist schon unnett. Ruhe! Geh runter erst. Na kämpf, René, was ist? Los, geh weiter, Doktor, los, Sweeping, los, du bist eh schon drüber, los! Danko, raus! Wo ist der Oberhook? Habt ihr so wie früher die Eltern? Ich bin nicht böse auf euch, ich bin enttäuscht. Noch schlimmer, heute. Das ist noch schlimmer als alles andere. Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. Ich bin einfach enttäuscht. So, Herz. Asche. Genau. Jan, was machst du? Zwei Schüler haben gesagt, du verletzt andauernd ihre Gefühle. Lass mich raten, wer? Ich sag's dir nicht, dass du sie noch mehr magst, sie haben Angst vor dir. Haben so auf WC gekritzelt, oder was? In the house. Wo sind wir hier? Den Raum von Geist und Zeit. Haha. Hier passiert die Magie. Erinnert mich ein bisschen so an dieses Saiyajin-Raumschiff. Genau das ist es. Der, wo er fliegt und immer die Gravitation herstellt und so. Genau das ist der Raum. Ja, heute ist eigentlich easy. Heute ist nur Grundlagenausdauer, weil wir eben in der Deload-Woche sind. 75 Minuten, keine Intervalle. Pete bereitet schon alles vor. Das ist alles Hightech. Fahrrad, Grinder. Pete ist der Wissenschaftler, er kennt sich aus. Ja, wir machen meistens 2 bis 3 Wochen Intervalle und dann immer eine Woche quasi Grundlagentraining, um die Intervalle ein bisschen zu verarbeiten als kleinen Dealer dazwischen. Und die Grundlage ist halt wichtig, dass er einfach zwischen den Runden schnell regeneriert und dass er einfach mehr Arbeit leisten kann, also intensiver kämpfen kann und weniger Energie verbraucht. Wenn das Video online geht, ein paar Tage später mit jeder Grundlage machen. Und viele Leute sagen immer, hey, Grundlagentraining macht langsam, aber es macht langsamer, wenn du Schnelligkeitstraining vernachlässigst oder nicht trainierst. Aber ab und zu wirklich Grundlagentraining ganz locker laufen gehen, locker Fahrrad fahren, ist absolut notwendig und wichtig. Man muss auch dazu sagen, man sollte auch auf die Bremse drücken, aber man sollte auch dann nicht in diesen Modus verfallen, wo man nur leicht trainiert. Weil man muss da richtig die Balance finden. Aber Kampfsport hat halt auch eine gewisse Kultur, immer mehr, immer Vollgas, immer drauf. Und das hat sicherlich seine Berechtigung.
Aber ab und zu muss man auch auf die Bremse drücken und nicht ständig aufs Gaspedal. Weil sonst brennst du halt aus oder es kommen Verletzungen oder Schmerzen, Entzündungen und. Man brennt aus, man gibt alles im Training und dann, wenn der Kampf kommt, fehlt dir der Drive, fehlt dir die Motivation. Ja? Man muss genau on point sein am Kampftag. Ich bin einer, der sehr gerne hart arbeitet. Nur, da kommt halt dann voll von den Trainern immer einer auf den Deckel und sagt, hey, ruhig, locker, behalt noch was im Tank, lass das Feuer noch brennen, brenn dich nicht aus. Und ja, und hätte ich die Leute nicht um mich und mein Team nicht, würde ich nie Deloads machen. Würde immer Vollgas geben. Immer. Weil meine Mentalität so ist. Ich bin so einer. Ich trainiere sehr gerne hart. Und deswegen ist es so wichtig, ein gutes Team um sich zu haben. Die an den richtigen Schrauben drehen und die stoppen, wenn es nötig ist. Aber jetzt genug von mir, jetzt habe ich genug geredet. Los! Jan, ja. Mal pass jetzt auf. Gehst du mal den Wieso mobbt er den Jan so? Also bleib realistisch. Okay, also bleib, du bist so. Hier stehst du nicht auf, hier bist du nicht verteidigt, du bist nur aufs Maul. War ich so? Ja Leute, du warst so, Alter. Wir schauen uns die Kamera noch nachher an. Das machst du in der dritten Runde, Alter. Weißt du, was Schlimmste ist, wenn es einer nicht realistisch macht und da halb tot liegt und dann funktioniert wegen ihm die Technik nicht. Und der andere glaubt, die Technik funktioniert nicht. Und was machst du in so einem Fall? Was? Ja, macht Spaß. Wir schauen uns nachher die Videoaufnahme an, ob das wirklich so war. Alter, du bist so gelegen, Alter. Ich kann mich hier komplett raus und rüber. Das ist das richtige Training. Ja, geh mal rüber, spann! Mobbing ist nicht cool, Darko. Mobbing ist echt nicht cool. Weiter, links, rechts. Aber er ist viel strenger als ich, oder? Ja, schön drauf runter. Er ist lauter, aber er ist schon strenger ein bisschen. Weißt du, was der Unterschied ist? Was? Bei mir ist wie früher bei den Eltern. Wenn ihr Scheiße macht, ich bin nicht böse. Ich bin enttäuscht. Ja. Links, rechts. Darko macht das schon gut. Dein Mund sagt ja, dein Kopf sagt nein. Also ich weiß. Nicht absetzen, komm schon mal, komm. Alex, eigentlich, weißt du, was ich meistens immer mache? Ich zu Gas und dann mache ich mit beim Sparring und dann gebe ich denen einfach alles zurück. So mache ich das. Und das wiederholen, Step by Step und dann gehen wir weiter. Weiter, 3, 2, ja, Arbeit. Es ist früh am Morgen im Fox-Gym, Dominik und ich sind alleine. Ich bin super müde und super schwach und muss mir jetzt eine Stunde prügeln mit ihm. Oder kuscheln, schauen wir mal. Ob du wirklich richtig bist, siehst du, wenn das Licht angeht. Danke, Markus. War geil. Meine Lunge dank dir. Das wird besser. Nächsten Kämpfe. Let's Wrestler. Da. Hey Richard. Wie geht's euch? Wie geht's? Dominik, was machst du jetzt? Ich mache seit gefühlt 100.000 Jahren mit meinem Freund und ehemaligen Striking-Coach Richie Ohana, der Richman, ein paar roten Pads, Alter. Aber du weißt schon, wie disrespect das ist. Ich bin tot, ich kann mich nicht mehr bewegen, du machst jetzt einfach noch ein Training. Ja, ich habe mir ein bisschen, darf ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe ein bisschen zurückgenommen. Ja, so. Das ist dieser Double Leg und dann zum Rücken, da habe ich glaube ich speibe mich an. Was für einer? Wenn ich nicht runtergebracht habe, dann bin ich zum Rücken und dann habe ich dich ausgehoben. Da ich glaube ich speibe jetzt. Das ist ein Also wirklich, aber. Viele Leute, wenn du den Rücken hast, glauben mir mal, ja passt, jetzt bin ich durch. Nein,
Vor allem nicht, wenn du so einen fetten Arsch hast wie ich. Schwierig, dass du noch runterbringst. Steige das Bein mit rechts, steige da drüber, pop. Okay. Vorbereitung läuft, ne? Erster Sieg gegen Corona schon mal drinnen. Jetzt noch den Islam. Ich sehe, du hast einen perfekten Sparringspartner geholt, der einfach genauso groß ist und auch Islam heißt. Größte sogar, das ist die bessere Version. Guter Boxer, guter Mann. Das ist die Geheimwaffe. Aber du weißt, Markus, um einen Islam zu schlagen, brauchst du einen Islam. Wechselst den S-Free. Pause! Aufstehen, Schluck Wasser, let's go! Darko, hast du schon mal davon gehört, dass positive Motivation mehr bringt als... Also fertig zu machen? Ja. Ja schon, aber ich kann mich da nicht zusammenreißen. Es macht keinen Spaß, gell? Nein, es macht auch keinen Spaß. Wenn man nett ist. Na, weiter. Und eins muss ich sagen, sobald du ein bisschen nett bist, die fressen dich auf. Ist immer so. Letztens musste ich wirklich eine 2 Minuten Rede kurz halten wieder. Und dann geht's eh wieder. Aber das musst du halt immer wieder machen. Ich kann nicht. Schau, mir kannst du sagen, Darko, ich sag's auch immer. Wer ist dein Lieblingsschüler hier? Markus. Funktioniert! Ich kann mich nicht konzentrieren. Schober riecht nach was? Schokolade, Alter. Oh, Scheiß. Weil er so süß ist. Okay? Ansonsten danke fürs Kommen. Beine schließen. Us. Aber ich sag ehrlich, was ist Darko für ein Trainer? Was ist Darko für ein Trainer? Sag ganz ehrlich. Super Trainer, zeigt so detailliert, alles gut, perfekt. Aber wie oft hat er heute deine Gefühle verletzt? Sei ehrlich. Was verletzt? Deine Gefühle. Nein, nie. Bei mir kann ich sagen, 3 Mal mindestens. 3 Mal mindestens. Vorher ist er vorbeigegangen, er sagt danke, danke, danke. Bei mir nix. Geht einfach weiter, weißt du? Du schlecht warst. Ja, Du schlecht ich habe warst. was gegen mich. Darko ist zwar nicht der schönste Trainer, aber er hat wenigstens Charakter. Das ist das, was zählt. Ich muss keinem was beweisen. Ich beweise nur mir selber etwas. Amen. So many speak on the bottom and never know the feel, or how it looks at the top, or if it's even real. We ain't selling dreams, but we live in some. No arms, license, and still we stick to our guns.